Eva Platter aus Gießen ist eine selbstbewusste Frau, die weiß, was sie will, die weiß, was ihr gefällt und die keine Angst hat, sich zu zeigen. Und die seit kurzem unter die DesignerInnen gegangen ist. Und das mit einem ganz besonderen Ziel. Ich hoffe, dass ich erreiche, dass andere Frauen sich interessieren werden und einfach weiter zum Beispiel sogar eigene Ideen bauen werden und einfach werden sich suchen und werden sich finden. Und nicht nur einfach vom Spiegel stehen oder gar nichts vom Spiegel stehen wollen, weil Spiegel ist eigentlich schön. Ihre Designs sind für eine ganz spezielle Zielgruppe gedacht. Frauen mit Brustkrebs, denen eine oder beide Brüste abgenommen wurden und die sich dennoch ihrem Partner oder ihrer Partnerin sexy zeigen möchten. Aber die selbst bestimmen wollen, wie viel sie zeigen. Mit herkömmlichen BHs ist das kaum möglich, sagt sie. Meistens, die sind einfach beide Seiten. Das heißt, nur beide Seiten kann man entweder befreien oder zumachen. Man kann nicht eine Seite einfach offen lassen, die noch geblieben ist. Also viele Frauen haben einfach Brustamputation eine Seite. Und deswegen, das hat mich einfach so inspiriert. Später im Internet habe ich auch nachgeschaut und konnte ich nichts finden. Und dann kamen meine Gedanken, meine Bedürfnisse, aber auch leider Männer. Die haben auch, die wollen nicht sehen, viele Partnerinnen und also viele Frauen, die nach Amputation sind, finden die einfach nicht attraktiv und das ist einfach so ganz normal im Leben. Die sind einfach zu schwach, würde ich sagen. Die 48-Jährige weiß, wovon sie spricht. 2015 ertastet sie unter der Dusche einen Knoten in ihrer linken Brust. Sie weiß sofort, es ist Brustkrebs. Wenige Tage später erhält sie die Diagnose. Das musste mir nicht Arzt sagen, weil ich habe selber gewusst, schon, wenn ich getastet habe. Ich war auch Krankenschwester, also wie gesagt, die Tumoren sind so gewachsen, dass man erst mal fühlen konnte. Deswegen, das war schon, habe ich mir schon gedacht, also schon ein bisschen weit. Und tatsächlich, aber ich habe damals nicht gerechnet, dass sogar Lymphknoten sind betroffen. Und deswegen, das war für mich schockierend. Was dann folgt, ist eine harte Zeit. Chemotherapie, etliche Krankenhausaufenthalte und schließlich die Entfernung der linken Brust. Aber Eva ist keine Frau, die aufgibt. Also ich muss Ihnen sagen, nein. Ich habe so viele, also meine Töchter vor allem, so viele Familie, so viele Freunde und einfach meine Wille auch, gebe ich zu. Ich wollte weiterleben und denke ich mir, nee, das hat keine Chance. Während ihrer Behandlung erfährt sie von einem Fotoprojekt mit an Brustkrebs erkrankten Frauen. Sie zögert nicht und lässt sich fotografieren. Sie beschließt, offen mit ihrer Krankheit umzugehen, ihren Körper anzunehmen. Am Anfang muss ich Ihnen sagen, ich war glücklich, dass ich lebe. Das war das Wichtigste für mich. Ich habe das total einfach so akzeptiert. Und habe ich mich einfach so in diese Richtung, die Anziehsachen, also lustige Klamotten, ein bisschen bunter, dass man nicht sofort sieht von weit weg, dass Brust einfach kleiner ist als andere Seite. Deswegen, das hat mir schon geholfen. Was ihr dabei lange Zeit fehlt, die richtige Unterwäsche, die ihren Charakter widerspiegelt und ihr die Freiheit gibt, selbst zu entscheiden, was sie zeigt. Sie beginnt zu zeichnen, monatelang, bringt ihre Ideen aufs Papier. Schließlich geht sie damit zu Ralf Burg, einem Schneider aus Gießen, der für extravagante Tanzgarderobe bekannt ist. Ich fand einfach ihre Lebenseinstellung fand ich total gut, dass sie nach diesen doch schwierigen Phasen, die sie in dem Leben durchgemacht hat, so eine Zuversicht und so einen Lebenswillen und so eine Energie hat, die nimmt einen einfach mit. Also das fand ich wirklich toll. Das hat mich auch dann beflügelt, das zu machen. Gemeinsam entwerfen sie mehrere Modelle. Ihre Dessous will Eva künftig in Kliniken und Reha-Einrichtungen vorstellen und damit Frauen ein kleines Stück ihrer Lebenseinstellung abgeben. Angst davor, dass der Krebs wiederkommt, hat sie nicht. Ich weiß, dass das kommen kann, aber ich denke nicht daran. Deswegen habe ich diese Projekte gemacht, weil wenn passiert, dann andere Frauen haben einfach Anfang für diese einfach crazy Sachen sozusagen. Aber ich muss sagen, ich denke nicht daran. Also wenn passiert, dann passiert. Also kann man einfach nicht sich so runterlassen. Also machen lassen. Also sowas mache ich nicht. Eva Platter, eine bemerkenswerte Frau, die als Neudesignerin ganz nach ihrem Motto lebt. Wir Frauen sind jetzt anders, aber immer noch schön. Und wie?